Hallo Fahrradfreunde, herzlich willkommen zu unserer eMTB-Testfahrt mit dem brandaktuellen 2021er Cube Stereo Hybrid 120 Pro mit 625 Wattstunden Akku. Wir haben uns heute hier dafür so einen kleinen Hügel hier bei uns in der Umgebung ausgesucht, der so ein paar Trails, Single Trails, ausgebaute Trails bietet, weil das Stereo Hybrid eigentlich direkt für entspannte Trailfahrten gemacht ist. Also es ist natürlich, wie ihr seht, ein vollgefedertes eMTB und ihr seht auch, wie entspannt ich hier hochfahre. Mit einer Motorunterstützung kommt man dann auch entspannt jeden Hügel hoch. Aber was wir eigentlich rausfinden wollen jetzt auch, ist, wie sich das Rad bergab bewegen lässt. Also was macht die Federung aus, was macht der Motor aus, bergab und bergauf. Genau, dafür haben wir uns hier das Rad mal rausgesucht und schauen mal, wie sich das Pferdchen so nach oben und nach unten bewegen lässt. Also bergauf seht ihr schon, auch die steilsten Anstiege sind kein Problem mehr und man kommt eigentlich auch schon gar nicht mehr aus der Puste. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie bewegt sich das Rad bergab, vollgefedert und mit Vollgas. So, liebe Fahrerfreunde, wir sind jetzt hier so ein paar Runden hoch und runter gedreht mit dem Stereo 120 Pro. Ich muss sagen, also mir persönlich macht es erstaunlich viel Spaß. Diese kleine Runde, die sich hier ergibt, da muss man relativ schnell wieder den Berg hochfahren und da hilft natürlich der Motor richtig gut. Also man hat halt wirklich die Möglichkeit, richtig viele, richtig schnelle Runden zu fahren, weil einen der Motor einfach bergauf so unterstützt, dass man einfach nicht so schnell ermüdet. So insgesamt von den Fahreigenschaften würde ich das Rad auch wirklich als sehr komfortabel und sicher einfach einschätzen, weil es halt wirklich auch jemand wie mir, der jetzt eigentlich nicht so der aggressivste Bergabfahrer ist, durch die breite Bereifung und durch den tiefen Schwerpunkt des Motors auch eigentlich so in den Kurven ein bisschen weiterhilft. Also du hast massive Traktion, da hilft natürlich auch die Full Suspension natürlich, ja, dass das Hinterrad auch immer auf dem Boden bleibt, wenn du es brauchst. Du hast halt wirklich das Maximum an Traktion und dadurch eben auch das Maximum an Sicherheit. Steigen wir mal ein mit dem E-Bike-System natürlich, das euch wahrscheinlich auch am ehesten interessiert. Es ist natürlich, wie für ein eMTB sich das gehört, ein Bosch CX-Motor verbaut. In dem Fall mit 85 Newtonmeter auch wirklich sehr, sehr durchzugsstark. Das braucht ihr auch, wenn es mal richtig steil bergauf geht. Dann habt ihr da wirklich nochmal richtig Bums dahinter, dass ihr halt wirklich auch steilste und steilste Rampen wirklich ordentlich raufbrettern könnt und habt natürlich aber auch die Möglichkeit, dann euch eben auf flacheren Stücken ein bisschen unterstützen zu lassen. Einfach, ihr schaltet in den Tourmodus und könnt dann einfach entspannt auch dahin cruisen. Dazu kommt, dass die Variante hier ist das Stereo 120 Pro in der 625 Wattstunden Akku Variante. Also der Akku, seht ihr, ist schön integriert am Unterrohr. Das ist eigentlich eine sehr cleane Optik auch, was mir ganz gut gefällt immer. Wenn man das auch nicht so dem Rad ansieht, dass es eigentlich ein E-Bike ist. Ne? Aber auch mit dem großen 625 Wattstunden Akku habt ihr massiv Kapazität auch für eine längere Tour einfach mit dem Rad. Also jetzt nicht nur für eine kurze Feierabendrunde, sondern ihr könnt auch ruhig mal eine Tagestour damit fahren, irgendwo ins Gebirge oder ins Gelände. Und braucht euch da keine Gedanken zu machen, dass euch irgendwann der Saft ausgeht. Dazu kommt das kleine Purion-Display links am Lenker. Da habt ihr eigentlich wirklich auch während der Fahrt oder auch auf dem Trail immer die Kontrolle über eure Modi. Ihr könnt immer durchschalten, müsst die Hand nicht vom Lenker nehmen. Und also Purion ist halt recht puristisches Display. Aber die wichtigsten Daten sind natürlich angezeigt: Akkuladestand, Fahrmodi, Geschwindigkeit und das reicht eigentlich auch. Ne? Ihr wollt euch auf den Trail konzentrieren und nicht die ganze Zeit nur auf euren Computer starren. Von daher passt das eigentlich schon. Und wer das eben braucht, jetzt noch mit GPS etc., der macht sich ja eh noch einen Fahrradcomputer oder einen GPS-Computer an sein Rad dran. Also von daher, ich finde es eine ganz clevere Lösung. Ich finde es halt auch wirklich sehr dezent am Rad angebracht. Und wie gesagt, auch von der Bedienbarkeit her ist es eigentlich sehr intuitiv. Genau, so setzt sich halt das E-Bike-System zusammen aus dem Bosch CX-Motor, dem 625 Wattstunden Akku, der so schön integriert ist, und dem Purion-Display. Das Rad selber, seht ihr ja, ist als vollgefedertes MTB aufgebaut. Das heißt, ihr habt einen Aluminiumrahmen,
der eben auch mit Gravity Casting so aufgebaut ist, dass er wirklich den Motor unten auch optimal integriert hat. Das heißt, der Rahmen ist direkt dafür gefertigt, den Motor aufzunehmen, so dass ihr halt auch wirklich viel Freiheit zum Boden habt. Also es macht eigentlich, wenn ihr drauf sitzt, keinen Unterschied zu einem herkömmlichen Fully. Also optimale Systemintegration habt ihr dabei, auch einen Cube-typisch leichten und gut verarbeiteten Rahmen mit innen verlegten Zügen. Ein kleines Highlight, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht und vielleicht jetzt auch noch für jemanden, der ein etwas alltagstauglicheres Fully vielleicht sucht. Das Rad ist tatsächlich auch vorbereitet für Schutzbleche und einen Seitenständer, also das könnt ihr ja auch problemlos an dem Hinterbau anbringen. Cube hat da extra Ösen und auch versteckte Ösen einfach angebracht, sodass es nicht auf den ersten Blick auch sichtbar ist. Also hier auch eine ganz clevere Lösung, um das Rad so ein bisschen alltagstauglicher zu machen, wer das denn möchte. Wir haben natürlich noch die Federelemente und da deutet der Name ja auch schon darauf hin, das ist das Stereo Pro 120, also mit 120 mm Federweg vorne. Die RockShox Recon ist eine schon recht sensible Gabel, auch mit Lockout und über eine Luftkammer, so dass ihr die halt auch auf euer Fahrergewicht immer einstellen könnt. Also und mit 120 mm Federweg auch wirklich für eigentlich das meiste, was man mit so einem Rad macht, ausgestattet. Jetzt nicht für die härtesten Downhills, aber dafür ist das Rad jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Also es ist eine schöne Allround-Lösung, die auch wirklich so alle Geländetypen oder Trails abdeckt, die man als herkömmlicher Mountainbiker so fährt. In Kombination dann mit dem RockShox Deluxe Select Dämpfer. Der Dämpfer sorgt natürlich nicht nur dafür, dass ihr am Hinterbau entsprechend Komfort habt, sondern natürlich auch auf den Wurzelteppichen etc., dass das Hinterrad den Bodenkontakt nicht verliert. Also da auch, wie gesagt, immer ein kleiner Traktionsvorteil. Schaltkomponenten sind von SRAM, wie ihr seht. Natürlich E-Bike typisch einmal 12-fach, also mit einmal Antrieb vorne und 12, in dem Fall eine 12-fach Kassette hinten. Die 12 Ritzel hinten bei der SRAM-Kassette sind abgestuft von 11 bis 50. Also da habt ihr auch wirklich eine große Bandbreite an Gängen zur Verfügung. Werfen wir noch einen Blick auf die Laufräder. Das sind die Cube EX30 von Alex Rims. Natürlich geöste Aluminiumhohlkammer, schön breit auch, um den breiten Schwalbe SmartSim Reifen aufzunehmen. Der SmartSim ist ein Reifen, der auch so ein bisschen groß, eigentlich so in Richtung Allrounder geht. Also hat ein recht grobes Profil, recht tiefes Profil auch an den Reifenschultern. Allerdings eine glatte Lauffläche, so dass das Rad eben auch auf etwas festerem Untergrund ganz angenehm rollt. Was ich besonders schön finde, ist, dass Cube dem Rad jetzt auch eine Reifendimension von 2,6, also 2,6 Zoll spendiert hat. Das sorgt halt nochmal zusätzlich für Traktion und Komfort eben auf dem Trail. Also wirklich massiv breite Auflagefläche, viel Kontrolle auf dem Rad. Was mir auch von der Sitzposition her ganz gut gefallen hat, ist, dass man nicht allzu aggressiv und sportlich drauf sitzt. Man sitzt schon sehr komfortabel eigentlich auf dem Rad, hat vor allem viel Kontrolle, was jetzt nicht nur durch die Rahmengeometrie, also die sogenannte Agile Ride Geometrie kommt, sondern auch durch den kurzen Vorbau und den breiten Lenker. Also die Kombination sorgt halt immer dafür, dass ihr eine hohe Lenkpräzision habt und wirklich immer viel Präzision auch auf dem Trail. Gebremst wird natürlich mit Shimano hydraulischen Scheibenbremsen, das ist eine MT400. Vorne habt ihr eine 200er Scheibe, also vorne 200 und hinten 180. Da habt ihr dann wirklich auch die massive Bremskraft vorne, die ihr braucht, um so ein schwereres Rad bergab auch zum Stehen zu bringen. Mit einer 4-Kolben-Bremsanlage vorne auch dann halt wirklich richtig hohe und bissige Bremskraft, die euch da zur Verfügung steht. Also da seid ihr dann eben auch immer auf der sicheren Seite, auch unter allen Bedingungen, wenn es mal etwas nasser sein sollte oder etwas schlammiger. Nochmal ein Wort zum Cockpit, also auch die Kontaktpunkte sind ganz clever gewählt. Also ihr habt komfortable ergonomische Schraubgriffe am Lenker, was euch auf längeren Touren auch hilft. Und der kurze Sattel ist aber auch schon recht ordentlich gepolstert. Also es ist ein leichter sportlicher Sattel, der aber auch jetzt für die Sitzposition etwas aufrechter eigentlich den Körper ganz gut aufnimmt. Also ich hatte da jetzt nichts dran auszusetzen und das ist immer ein ganz gutes Zeichen für einen Sattel. So viel zur Ausstattung. Fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Für wen wäre es eigentlich das perfekte Bike? Meines Erachtens ist das für alle das perfekte Bike, die eigentlich vor allem Spaß haben wollen auf dem Trail. Auch gerade für Einsteiger oder Leute, die halt wirklich sich auch erstmal rantasten wollen, ist es vielleicht das optimale Rad, weil es halt sich sehr gutmütig handeln lässt und wirklich viel Komfort und viel Traktion bietet. Ja, also es ist eigentlich so das Rad, was dir viel Sicherheit bietet auf den Trails und natürlich eben mit der massiven Motorunterstützung dann durch den Bosch CX-Motor auch wirklich nochmal ein bisschen extra Push bergauf bietet. Ist halt wirklich der perfekte Begleiter für alle Geländetouren, weil es halt wirklich sehr bequem, komfortabel ist, sehr zuverlässig auch von der Ausstattung her und natürlich dann auch jetzt vom Handling her sehr intuitiv ist und einen wirklich gutmütigen Eindruck macht, auch auf etwas schwierigeren und verblockten Trails. So viel aus diesem
wunderschönen Panorama hier mit diesem wunderschönen Cube Stereo Hybrid 120 Pro. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich würde euch empfehlen, probiert das auch mal aus. Macht mal eine Probefahrt bei uns in den Stores. Unsere Lucky Guides können euch auch noch einiges zu dem Rad erzählen und euch alles für eine Probefahrt auch mal einstellen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sich das Rad mal genauer anzuschauen. Es macht halt wirklich unglaublich viel Spaß. Wirklich eine richtige Spaßmaschine und vor allem bergauf mit Motor. Das ist richtig gut. Falls euch das Rad auch so gut gefallen hat wie mir, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch Fragen habt zum Rad, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und über ein Abonnement freuen wir uns natürlich auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal aus dieser frühlingshaften Frühlingslandschaft und wünschen euch viel Spaß auf euren Rädern. Bis bald und ciao.